Hallo Sioni und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Warum kriegen wir sofort einen Anruf? Snake, are you alright? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Okay, ja. I need you, ne? So, bevor wir hier weitergehen, kann man hier noch ein bisschen was an Essen etc. holen. Das wollen wir auch gleich machen, wollen noch unsere Waffen etc. ändern. Und ja, ich habe mich letztes Mal nicht geheilt. Ihr seht schon, nach 2 Tagen nicht spielen sind wir auch schon wieder relativ gut drauf. Hat also gepasst. Regentropfen wäre gerade gut und Rinde auch interessant. Aber komm, ich bleib bei Tigerstreifen. Einfach weil im nächsten Gebiet wieder so ein bisschen unterschiedliche Waldgegenden kommen und dann passt das ganz gut. Scorpion kann weg, wir können von mir aus die Mosen im Repertoire halten. Ich glaube nicht, dass ich damit schießen werde, aber für den Fall der Fälle Nebel können wir bestimmt gebrauchen. Dann sieht es damit ganz gut aus. Und sonst sieht es okay aus. Infrarot kann ich vielleicht eigentlich auch noch benutzen, wenn wir schon dabei sind. Ich meine, ich benutze das auch so selten. Aber eigentlich ist es immer ganz hilfreich zu haben, weil man zum Beispiel auch hier dann wieder ein bisschen nach Tieren schauen kann. Wir können halt hier ein bisschen was mitnehmen, ne? Nehmen wir ein bisschen was Lebendes mit. Haben, glaube ich, gerade ein bisschen Platz für Lebendes. Ich hoffe, du isst das, ja? Oh, war da kein Frosch? Okay, ich will noch ein bisschen was sammeln. Gut, gut, gut. Gut, gut. Ist hier nicht noch die ein oder andere Schlange? Ja. Die nehmen wir mit für dich. Lecker, lecker. Oh, das ist nur eine Pfütze, da können wir durch. Wenn ich Dreieck drücke, dann kommt sie immer und schaut mal, wie schnell ihre Ausdauer fällt. Ja, mit einem Loch im Bauch, ne? Na komm, Iva. Wir müssen los. Können gerne auch noch die Pilze mitnehmen. Na komm. Vielleicht isst du davon ja was, ja? Let's go. Habt ihr ein bisschen was zu essen eingepackt, dein Lunchpaket? Ich hoffe, du magst die Pilze, weil es gibt hier einige. Ah ja, wenn ich mich hinlege, macht sie es auch, ne? Komm, Iva. Let's go. Wir müssen schnell weiter. Das ist noch eine Schlange. Können wir gerne auch noch mitnehmen. So, dann sollte das... Käfig voll. Okay, never. Willst du was essen? Willst du was essen? Ach, nicht die zu... Ah, stimmt, die hatte ich ja noch. Hier, willst du den Frosch essen? This tastes like crap. Entschuldigung. Ich hab gedacht, du magst ihn, weil ich dachte, Snake mag Frösche. Gut zu wissen. Frösche magst du nicht, ja? Komm, Eva. Komm, komm, komm. Stell dich doch nicht so an. Ich habe einen Verband drauf gemacht, ja? Kannst mir doch nicht erzählen hier. Naja, also. Ja, Eva ist jetzt ein bisschen träge, ist immer noch sinnvoller als Ashley im Original Resident Evil 4. Aber... Ja, weil sie kann immer noch schießen, ja? Und das wird sie auch müssen. Mit wieder mal ganz cooler Mucke hier, ne? Ja, also ihr merkt schon, wir werden hier versuchen wegzulaufen, müssen aber gleichzeitig aufpassen, dass hinter uns und gegebenenfalls auch vor uns der ein oder andere Soldat warten wird. Ja, ich meine, es ist sehr auffällig, wo wir denn gewesen sind mit dem Feuer da. Aber warum verfolgt ihr uns immer noch? Lasst uns doch in Ruhe, euer Befehlshaber hat schon aufgegeben. So, damit kann ich immer mal gucken. Ich muss mal gleich auf der Karte schauen, dass ich in die richtige Richtung gehe für den Frosch. Das heißt, wir gehen nach rechts, also jetzt auf der Karte links, aber wir müssen nach rechts uns drehen in die Richtung, in die wir schauen. Das heißt, hier lang müsste es sein. Habe ich das richtig gemacht? Habe ich, okay. Da wollen wir lang, um den Frosch zu finden. Komm, Eva, wir gehen. Okay, wenn ich krabbel, dann... Komm, komm, komm. Ich glaube, wenn deine Energie halb leer ist, dann wirst du auch bald nicht mehr laufen. Das heißt, wir haben genug Essen für dich dabei. Mensch, ey. Hier, Eva. Willst du eine Schlange essen? Can I have seconds? Hahaha. Damn. Gut. Ich habe ja gesagt, Schlangen sind lecker. Das können wir... Kannst du Paramedic machen? Oh. Wo denn? Oh. Ah, oh, du bist aber schon verdammt schnell hinterher. Weißt du was? Ihr seid gerade ein bisschen zu viele. Warum seid ihr denn so schnell, verdammt? Wisst ihr was? Fuck, ich muss Eva schützen, ja? Es geht jetzt nicht nur um mich. Es geht um Eva. Kommt her.
Kommt her. Es geht um Eva. So, gehen wir, Eva. Let's go. Let's go. Komm, komm, komm. Du bist nicht unbedingt gut im Sneaken. Wir können auch die hier benutzen vielleicht. Dann lassen sie uns vielleicht eher in Ruhe. Komm. Komm, wir gehen. Komm, komm, komm. Wir gehen. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Na komm. Komm, Eva. Ich halte sie auf. Wir haben noch 20 davon. Das ist gut. Wir haben eine Menge davon. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Also noch ein paar Früchte. Die sind, glaube ich, auch ganz gut zum Essen. Können wir uns gerne auch noch schnappen. Die Haie brauchen wir anscheinend nicht. So, und jetzt müssen wir hier aufpassen, weil, ja, wenn wir da oben drauf stehen, sind wir natürlich auch gefundenes Fressen für die, ne? Komm, Eva, stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an. So, für den Frosch wollten wir hier lang. Komm, komm, komm. Komm schnell rüber. Komm, komm, komm. Ich pass auf, dass von hinten keiner kommt. Wir können noch eine haben. Komm, 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 Eva. Wir wollen ins nächste Gebiet. Du machst das großartig. Und du hast gesagt, can I have seconds? Wir können gerne noch eine Schlange mitnehmen. Wo denn? Hinter uns? Vor uns? Dann gehen wir weiter. Gut, dass sie sich auch versteckt, ne? Sie ist eigentlich gar nicht so doof. Komm, Eva. Ah, da sind's. Oh, fuck, da sind aber einige. Das sind wirklich einige. Komm, Eva. Go, go, go. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh, wow, wow. Was ist denn da, Kollege? Hat er wirklich gesagt, who's that? Ich meine, was denkst du denn, wenn du hier im Wald jagst, hä? Also, das ist ja nicht unbedingt der Schlauste gerade gewesen. Who's that? Who's bad? Nein, who's that? Unglaublich. Denkst du, irgendwer anders rennt hier zufällig im Wald rum? In eurem Gebiet? Du bist ja doch... Ja, ich weiß, ich muss auf Eva warten. Die kommt ja auch schon. Die kommt schon. Brauchst du mir nicht erzählen. Ja, es kam nur die Meldung von wegen, ja, du kannst nicht weitergehen, wenn Eva nicht in der Nähe ist, aber das ist keine Sorge, Spiel, ist mir schon klar. Also wenigstens okay gemacht, dass man nicht einfach abhauen kann. Wobei, ich hätte gedacht, wenn es halt nicht so eine Erhöhung gibt und man geht alleine ins nächste Gebiet, dann wird man halt abgeknallt. Wäre auch okay gewesen, schätze ich. Na, du musst alleine hoch. Ich meine, in ihrem Zustand können wir auch nicht erwarten, dass sie uns hochzieht, ja. Kann übrigens auch, wenn ihr kein Problem damit habt, tödlich durchzugehen, könnt ihr auch gerne ein paar Claymores legen, ne? So, der nächste Frosch ist direkt bei der Weggabelung, wenn die kommt. Okay. Schauen wir mal. Leg dich mal hin, bitte. Ich werde die erstmal ein bisschen abknallen, okay? Hier sind ein paar zu viele. Du wirst gleich pennen. Bleib mal erstmal, wo du bist, oder krabbel hinterher, ja? Okay. Wollte den nochmal beschleunigen, aber der schläft ja jetzt eh schon. So, dann du, mein Lieber. Okay, bist du da? Komm, Eva. Komm, komm. Sieht gerade alles okay aus. Na komm. Let's go. Go, go. Ich finde es gut, dass sie technisch gar nicht so blöd ist. Ja? Also sie stellt sich relativ gut an. Sie geht auch in die Hocke. Sie... Oh, schaut mal, da ist doch eine Claymore, oder? Ja, da ist definitiv eine Claymore platziert. Kommen wir also nicht dran vorbei. Und die auslösen. Solange sie da nicht mit Absicht reinrennt, ist alles gut. So, irgendwo hier sollte ein Frosch sein, weil hier ist die Weggabelung. Schauen wir mal. Muss ich nochmal kurz auf der Karte schauen. Ob ich schon an der richtigen Stelle bin? Ja, müsste eigentlich hier irgendwo sein. Ah, da bist du.
Okay, dann ist eigentlich egal, in welche Richtung wir gehen. Gehen wir einfach hier lang. Ist eigentlich egal. Ist egal. Wichtig ist nur, dass wir den Frosch holen. Da ist ja schon wieder eine Schlange. Ich habe noch ein paar Schlangen für dich. Nicht meine Schlange. Eine Schlange. Hast du mich nicht richtig gehört, ne? Well, not bad at all. Ja, not bad at all. Das hab ich Paramedic auch gesagt. Na, kannst du die bitte? Dankeschön. Wollt für meine Lady ein paar Schlangen mitnehmen, ja? Sie steht auf Schlange. Der weiß nicht, ob ich eine rohe Schlange essen würde. Ich glaube, oder was heißt weiß nicht. Ich denke nicht, dass ich eine rohe Schlange essen könnte. Eieiei. Aber was tut man nicht alles, wenn man muss, ne? Muss ja auch... Also es ist ja nicht unbedingt, dass Snake die isst, weil er verhungert, sondern eher, weil er... ja, Kraft braucht, ne? So, hier ist Magazin, warum nicht? So, schauen wir nochmal mit Infrarot, das hilft auch immer ganz gut. Ach, da ist zum Beispiel einer, da, ne? Da ist einer, die Sau. Wie er sich da einfach versteckt und tarnt, ey. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Kollege. Das kannst du knicken. Und der da hinten noch. Oh, so rum liegst du sogar, ja? Ja. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Bin hier. Komm lieber. Ja, interessant, dass sie sogar so einen Dialog hat, ja, wenn sie uns nicht mehr sieht, dass sie fragt, wo wir sind. Where'd you go? Bin nur vorgegangen. Alles klar gemacht, meine Liebe. Da ist noch einer, ne? Da. Oh, ist keiner. Ah, du, da warst du. Ich habe nur ein Item abgeschossen. Muss ich gar nicht so anstellen. Okay, ich glaube, mehr sind hier wahrscheinlich... Ah, doch, da. Hab dich auch noch gesehen. Okay, das dürfte reichen. Ich glaube nicht, dass hier noch mehr sind. Ja, nur deine Einbildung. Geh schlafen. Geh schlafen. Komm, Eva. Pennst noch nicht? Wo ist er? Pennst du noch nicht? Ah, gut. Ja, genau dann. Wenn ich dann doch schieße, dann schläfst du, ja? Komm, Eva, wir sind fertig. Komm, komm. Wir haben alle Frösche geholt. Fehlt nur noch ein Frosch. Dann sind wir fertig. Ah, wahrscheinlich haben wir jetzt gleich erstmal wieder eine Menge Cutscene. Und dann denke ich, werden wir danach wahrscheinlich auch den finalen Part aufnehmen. Den ich heute nicht mehr mache. Heute keine Zeit. Aber ja, ich schätze, wir machen das an der Stelle so. Nur, dass ihr Bescheid wisst, es wird wahrscheinlich jetzt eine Menge Cutscene kommen. Die machen wir heute noch. Haben dann dadurch wahrscheinlich heute ein bisschen länger. Und dann werden wir beim nächsten Mal auch einen längeren Finalpart haben. Und dann sind wir durch. Denke, ist okay. Wenn's Cutscene ist, machen wir längere. Cool. Dann sind wir echt fertig mit MGS3. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me!
Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me.
After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The Sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy,
But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Ja, das machen wir nicht heute. Wir speichern an der Stelle. Nein. Hey, na, sag. Oh, mein Controller ist aus. Ah, deswegen. Okay, so. Warte mal, ich speichere. Hey, meine Liebe, immer mit der Ruhe. Wir speichern an der Stelle und machen das beim nächsten Mal zum großen Finale. Was ich aber sagen wollte, es gibt tatsächlich ein Gespräch, das habe ich euch damals leider nicht gezeigt. Aber, ja, sie hat ein Kind geboren und sie weiß nicht, wer das Kind ist. Aber wenn ihr nach dem Ocelot-Bossfight mit Eva telefoniert, dann kann man mehr oder weniger herausfinden, dass Ocelot, ja, dann redet Snake irgendwie sowas in der Richtung von, ja, ich kann nicht glauben, dass er schon Major ist mit 18 oder 19. Und Eva sagt, ja, er hatte wohl Special Treatment, seine Mutter ist wohl, oder eines seiner Eltern ist wohl ein legendärer Hero und er wurde mitten auf dem Schlachtfeld geboren. Und wenn man dann 2 und 2 zusammenzählt, ist auch klar, abgesehen davon, dass es ja mehr oder weniger gerade revealed war, dass er der Sohn ist, aber anscheinend scheinen das beide nicht zu wissen, was sehr traurig ist, ne? Naturally. Aber gut, hier ist der Cut. Nächstes Mal geht's dann zum Finale von Metal Gear Solid 3.